Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Meine lieben Schwestern und Brüder, ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am 5. Sonntag der Osterzeit. Am 2. Sonntag im Mai feiern wir Muttertag. So nehmen wir in unsere Gebete unsere Mütter und alle Frauen auf, die gut zu uns waren und sind. So, liebe Schwestern und Brüder, endlich sind wir wieder in unserer Kirche. Ich freue mich, Sie zu sehen und mit Ihnen die ersten zaghaften Schritte in eine neue Zeit zu wagen. In die Zeit mit Corona. Aber dieser Schritt geht der Herr mit uns, von dem uns heute verkündet wird. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Herr ist die Mitte. Der Herr ist unser Weg. So lasst uns das feiern. Leider nicht mit lautem Gesang, aber der Herr hört auch unsere Summen, ganz leise, aber mit frohem Herzen. So grüßen wir in unserer Mitte Jesus Christus, unseren Bruder, der für uns Weg, Wahrheit und Leben in einer Person ist. Herr Jesus Christus, mit deinem Leben zeigst du uns den Weg zum Vater. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, dein Kreuz ist uns Halt und Hoffnung. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du kehrst zum Vater zurück, um für uns einzutreten. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Wir hören die erste Lesung aus der Apostelgeschichte. In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm,
begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die 12 die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns um den Dienst an den Tischen widmen. Brüder und Schwestern, wählt aus eurer Mitte 7 Menschen von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie wählten Stephanus, einen Mann erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist. Ferner Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Sie ließen sie vor die Apostel hintreten und diese legten ihnen unter Gebet die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer. Auch eine große Anzahl von den Priestern nahm gehorsam den Glauben an. Wort des lebendigen Gottes. Wir hören die zweite Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte. Wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden. Zum Stein, an den man anstößt, und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen, doch dazu sind sie bestimmt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium und nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir denn den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke. Amen, Amen. Ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen, und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine lieben Schwestern und Brüder in Jesus Christus,
Wie hatte Jesus sich seine Kirche damals vorgestellt? Die Antwort darauf haben wir heute in der Lesung gehört. Es war eine Kirchengemeinde, die von Gemeinschaft geprägt war. Es war eine Gemeinde, wo man seine Freude, seine Sorgen und Nöte, aber auch sein Hab und Gut miteinander teilen konnte. In so einer Gemeinschaft wurde für alle gesorgt. Witwen waren damals auf Hilfe angewiesen. Für sie hatte die Urgemeinde einen sozialen Dienst eingerichtet. Die Witwen wurden mit dem täglichen Essen versorgt. Nun geschah in dieser Urgemeinde etwas Neues und davon berichtet heute die Lesung. Als die Zahl der Christen zunimmt, werden einige der armen Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen. Da kommt zum ersten Mal eine Meinungsverschiedenheit auf. Die entscheidende Frage ist, wie gingen damals die Christen damit um? Die Apostel riefen die ganze Gemeinde zusammen und verkündeten. Das Wichtigste in der Gemeinde ist, dass das Wort Gottes verkündet wird. Wir wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Liebe Schwestern und Brüder, was damals als wichtige Aufgabe angenommen wurde, das ist für uns heute in besonderer Weise gültig. Seelsorger, Diakone und Gemeindereferenten schaffen das nicht alleine. Alle Getauften und Gefirmten sind aufgefordert zu helfen, jeder auf seine Art. Neben dem Dienst am Wort setzte Petrus sich aber gleicherweise für den sozialen Dienst ein. Er schlug vor, wählt aus eurer Mitte 7 Männer, die diesen Dienst tun. So werden auch heute Menschen, die ihren Dienst in der Kirchengemeinde verrichten, zum Beispiel der Kirchenvorstand und der Pfarrgemeinderat von der Gemeinde gewählt. Daneben gibt es in jeder Gemeinde auch Menschen, die bestimmte Dienste übernehmen. Alle diese Menschen, sagt der Apostel Petrus, müssen eine bestimmte Berufung haben. Sie müssen erfüllt sein vom Heiligen Geist. Wenn einer irgendeinen kleinen oder großen Dienst in der Gemeinde tut, ob das der Küsterdienst, der Organistendienst, der Lektor, der Kommunionhelfer oder der Messdiener ist, für jeden Dienst braucht man die Gnade des Heiligen Geistes. Sonst wird dieser Dienst nur als Arbeit empfunden. Für eine Berufung brauchen wir die Erfüllung des Heiligen Geistes. Wenn jemand mit dieser Gnade arbeitet, tut er seine Arbeit gerne und begegnet in den Menschen Jesus selber. So, meine lieben Schwestern und Brüder, gerade in dieser unruhigen Zeit können wir viel für unsere Mitmenschen tun. Halten wir die Augen offen für die Einsamkeit des Nachbarn, die Arbeitslosigkeit des Freundes oder die Kinderbetreuung bei der Familie nebenan. Wenn wir den Heiligen Geist wirken lassen,
finden wir einen Weg zu helfen und bleiben wir Trost, Abstand, eine lebendige Gemeinschaft, wie es sich Jesus vorgestellt hat. Als Freundinnen und Freunde Jesu bilden wir das geistige Haus der Kirche. In und durch uns wird etwas vom Geist Jesu sichtbar. Jesus ist der wichtigste und entscheidende Stein in diesem Haus der Kirche, der Eckstein, also der Grundstein, das Fundament. In der zweiten Lesung haben wir heute das Bild von einem Haus aus lebendigen Steinen gehört. Die Kirche ist erbaut auf Jesus Christus allein. Wenn sie auf ihn nur schaut, wird sie in Frieden sein, heißt es in einem bekannten Kirchenlied. Für jeden einzelnen Christen und die Kirche insgesamt kommt es darauf an, die Beziehungen zu diesem Eckstein nicht zu verlieren, sondern sie lebendig zu halten. Durch das persönliche Gebet, das Lesen der Heiligen Schrift, das Mitfeiern der Gottesdienste, halte ich meine Beziehung zu Christus, dem Eckstein der Kirche, lebendig. Im Haus der Kirche hat jeder Stein seinen Platz, wird jeder Stein gebraucht. Jeder Getaufte ist ein Geistlicher, weil er in der Taufe mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. So, meine lieben Schwestern und Brüder, Gott hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Dieses Licht sollen wir alle ausstrahlen in eine Welt, in der so viel Dunkelheit gibt. Damit erfüllen wir einen Auftrag Jesu. Das kann uns gerade in dieser etwas anderen österlichen Festzeit wieder bewusst werden. Amen. Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist mein Weg, du bist meine Wahrheit, die mich leben lässt. Du rufst mich beim Namen, sprichst zu mir dein Wort, und ich gehe deinen Weg, du Herr, gibst mir den Sinn. Mit dir hab ich keine Angst, gibst du mir die Hand, und so bitt ich, bleib doch bei mir. Jesus, unser Bruder, du bist unser Herr, ewig wie der Vater, doch auch Mensch wie wir. Dein Weg führte durch den Tod in ein neues Leben. Mit dem Vater und in deinem bleibst du nun vereint. Einmal kommst du wieder, das sagt uns dein Wort, und uns allen dein Reich zu geben. Vater unseres Lebens, wir vertrauen
Wir feiern diese heilige Messe für Albert und Clara Braun, für Leo Luxem und Angehörige, für Karl-Heinz und Gerdi Berger und verstorbene Angehörigen und für Leo und Maria Jansen und verstorbene Angehörigen. Jesus Christus ist der Eckstein, auf dem die Kirche aufgebaut ist. Voll Vertrauen rufen wir zu ihm. Wir beten für alle, die sich schwer tun mit dem Glauben an dich. Gib ihnen immer wieder neu einen sicheren Stand. Du, Gott unseres Lebens. Wir beten für alle, die als getaufte, lebendige Steine im Haus der Kirche sind, dass sie erkennen, welche große Würde ihnen geschenkt wurde und was ihr Auftrag in der Kirche und in der Welt ist. Du, Gott unseres Lebens, vergelte allen Frauen, die mütterlich gut zu uns sind in ihrer fürsorglichen Art, die unser Leben so reich macht. Du, Gott unseres Lebens, für alle Kranken und Notleidenden, dass sie durch die sozialen Dienste der Kirche und durch engagierte Christen Hilfe und Ermutigung erfahren. Du, Gott unseres Lebens, für unsere Kinder und Jugendlichen, dass sie die Freude am Glauben entdecken und die Kirche als eine Gemeinschaft erleben, in der sie den Glauben auf ihre Weise leben können. Du, Gott unseres Lebens, wir beten für unsere Verstorbenen. Führe sie in dein Reich des Lichtes und der ewigen Freude. Du, Gott unseres Lebens. Herr, du bist mit deiner Kirche auf dem Weg durch die Zeit. Du erfüllst sie mit Geist und Leben. So erhöre unsere Bitten durch Christus, unser Bruder und Herrn. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefallen. Erhabener Gott, durch die Feier des heiligen Opfers gewährst du uns Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib, dass wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen, sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Als er seinen Leib am Kreuz dahingab, hat er die Opfer der Vorzeit vollendet. Er hat sich dir dargebracht zu unserem Heil. Er selbst ist der Priester, der Altar und das Opferlamm. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns anstellen Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, Ordensleuten und mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle
damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott allmächtige Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, nimm weg die Sünde der Welt. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Sprich nur ein. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Leib und Seele gesunden. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, ich bedanke mich ganz herzlich bei Alexandra Grabrasch für seine Zeit, die er jede Woche in die Gestaltung unserer YouTube-Messen investiert. Ich bedanke mich bei unserem heutigen Lektorin Wally Hüms und ich danke Sabine Wood als Küsterin und Kantor Martin Ausum für die Bereitstellung der Musikdateien. Schon, dass Sie mit uns zusammen diese Messe gefeiert und gebetet haben, dafür danke ich Ihnen allen ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine gute Woche. Bleiben Sie gesund. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind, durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Halleluja.